einfach. Hiermit natürlich herzlich willkommen zurück zu Tales of Arise. So, gucken wir mal, dass wir in der Hauptstory weiterkommen. Wir haben ja beim letzten Mal die ganzen Sidequests gemacht. Dann machen wir nämlich die Main Story mal weiter. Wir können ja zum Glück alles überspringen. Wir hatten ja zum Glück schon alles gesehen. Warum ist das so laut? Is that? Yes. It's Lord Almadria. Hallo Nöfchen. Hallihallo. Wie geht's? Wie steht's? Alles klar? Schön, dass du dabei bist. So, mal gucken, ob wir es diesmal schaffen. Alles gut soweit? Nice. Irgendwie ist das immer noch zu laut. Ich glaube, so müsste es besser sein. Scheiße. Oh Gott. Habe ich noch auf schwer? Nee. Müsste nur auf normal sein. Irgendwie ist er ein bisschen tanky, das Fakt. Wo ist seine Schwachstelle? Vorne, okay. Gott. Der macht echt guten Damage, holy shit. Du Scheiße, warum ist der so stark? The fuck? Der ist ein bisschen knackig, würde ich sagen. Nicht gut. Der hält auf jeden Fall was aus. Sehr. Nee, okay. War eben verwirrt, ich dachte, der Automodus wäre noch an. Etwas dezent verwirrt. Na komm schon. Na komm schon. Warum hält er so viel aus? Du Scheiße. Der Kampf wird interessant, glaube ich. Ah, okay, der hintere Teil ist auch quasi eine Schwäche. Das ist gut zu wissen. Komm schon. Also, doch, ist eine Schwäche. Doch, doch. War ihm verwirrt. Es ist eine Schwäche, es ist keine Schwäche, aber es ist eine Schwäche. Sehr gut. Ups. Ich glaube, der Kampf wird echt ätzend. Komm schon. Scheiße. Uncool. Let's go. Ich weiß nicht, ob es mir jetzt einbildet, aber irgendwie ist das Game heute lauter.
Weiß auch nicht warum. Ups. So, wir sollten mal wieder Orange-Gelee benutzen. Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende-Däumchen. Huch. Erstmal die falsche Taste drücken, die geht. Autsch. Autschi, ouch. Bisschen zu heiß. Ja, das stimmt. Das Wetter ist echt nicht angenehm momentan. Ein bisschen katastrophal das Wetter. Really? Come on! Game! Why? Einfach why? Komm schon. Hallo Feier. Hallihallo. Hallihallo, hallöle. Alles gut bei dir? Schön, dass du da bist. Shit. Hops genommen. Ja, kann mich nicht beschweren. Ich bin nur froh, wenn Wochenende ist. Einfach froh, wenn Wochenende ist. Shit. Da habe ich ein bisschen zu früh gestartet. Und schon. Game. Also. Uncool. Oh mein Gott. Nur ein bisschen krank wegen Impfung. Oh. Dann gute Besserung. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. War die dritte oder die erste? Habe ich noch Apfelgelee? Ne, aber Pfirsich. Pfirsich geht auch. Vierte sogar. Krass. Krass, krass, krass. Ach schon, du warst ja. Ja, doch, doch, doch. Ich erinnere mich. Bei der ersten Impfung. Nice. Okay, das sah schon ein bisschen episch aus. Mit Paracetamol geht's halbwegs weg. Okay. Ach du Scheiße. Is everyone all right? Yeah, but Almadria got away. Linwell, are you... What the hell happened here? Bayfon, is that you? Thank goodness you're okay. I've been outside the city this whole time, but I sensed a disturbance in the wind and decided to turn back. What happened here? Where is everybody? Almadria's handiwork. She allowed herself to be captured so she could rile up the Dahnans into a frenzy and rob them of their astral energy. She wiped out almost everyone in the plaza, including Deadheim. Deadheim's dead. Everyone. And the Darkwings. Almost all of our companions in the Resistance. How could this happen? Regardless of what she had to gain, what kind of person would do something like that? If she managed to find kinship in Kelzelik, then I'd say the very worst kind. It's clear now that she used Menancia as a testing ground for the fruits of Helgen, before using them here. So everything that led up to this moment was all a part of her plan. Once she knew they'd eaten enough tainted food,
She just needed to get herself caught. We have to go after her. Balsef and Ganabelt were horrible, but Almadria makes them look like saints. I doubt she's really gone back into hiding. We have to put an end to this once and for all. Yeah, what she's done can't be forgiven. I don't know what to do. I saw what hatred did to those people, but hating her is the only thing that's kept me going. I can't just stop hating her. What am I supposed to do? Tell me. Smile at her from across the battlefield? Apologize while we fight her? I don't know if I can do that. Rinwell. Nobody can understand what you've been through. We can't even begin to imagine the pain you've experienced. But if hate is what has kept you going ever since that day, then let it be your strength. However, think about this. When you've had your revenge, when we've beaten Almadria, then what will you do? Huh? I'm saying you're going to have to find a way to survive once that hatred is gone. When it is, what do you plan on doing then? I don't know. I've never thought about it before. Almadria's death doesn't have to be your end too. You need a reason to live, Rinwell, not an excuse to die. Understand? She's right. We could never truly know the pain that Almadria has caused you. But I think you should listen to Shion. Give yourself time to consider things. And if it's too much right now, it's okay for you to sit this one out. No. My head might be a mess right now, but I'm not letting you fight Almadria without me. I need to be there, please. That much I do know. I'm going with you. And on the road, I'll think about it. A reason to live, without hate. That said, it'll be no good chasing after her blind with no idea where she went. Beifan, do you have any ideas where she might have gone? I can't say for sure, but west of here is an underground harbor along a cliff near the coast. She spent years building a ship there, a floating fortress that she called her castle on the sea. No one quite knew why she wanted the thing, but now... Of course. She's already effectively destroyed her own capital. It's likely she planned to abandon her realm as well. Right. That's as good a lead as any. Let's go. Ja, die Übersetzung ist manchmal lässt zu wünschen übrig. Oh, ich bin so im Arsch heute irgendwie. Ich bin so froh, wenn Wochenende ist. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Verstärkte Magieaufladung. Was haben wir hier? Ah, guck mal, hier können wir das nächste freischalten. Nee, nee. Abwehr, Löwengeheul, let's go. Nein. Doch. Nein. Doch. What's that woman going to do next? Nothing good, I'll bet. We'll stop it this time. Boah, Frieda erwachsen geworden ist. Oh. I still can't believe what that Almadria did. Not only that, but she was enjoying it. It's patently clear she has no respect for human life whatsoever. We need to take her out. I don't think I've ever felt so enraged at another person in my whole life. Yeah! There's no way she's getting away with this! Then we head for the underground docks. We need to hurry. Rinwell, can you keep moving? Yeah.
Yep, wieder neuer Kamerawinkel. My family and I, we spent all of our days just living in hiding until one day when we were found and attacked. I was the only one my dad and the others hid. That's the reason I survived. While the rest of my family was butchered. The only thing that I could see was the crest of a lord glowing through the smoke. And then... It was Almadria who did it. No, Hudel ist so Sorry, süß. Rinwell. That woman. Did she really find the existence of Dahnan mages to be that much of a threat? Enough to invade another lord's territory? No, I doubt that. Most likely, she was after their knowledge and techniques. She only did it so she could become stronger. That's the kind of woman she is. In retrospect, I do remember her making it sound like she created that monster she summoned. A monster. I wonder, do you all think of me as a monster? Because I'm able to use magic even though I'm Dahnan? Rinwell. Of course we don't think you're a monster, you dummy. Cool. I might have had to hold you back, but it's her fault any of this ever happened, not yours. Got it? Ah, Ey, ich dachte mir, ich mache einen anderen Kamerawechsel. Weil ich habe keinen Bock mehr hier so eingeengt zu sein. Beleuchtung ist natürlich schon unterwegs, beziehungsweise ist ja da, habe ich in Discord geschrieben. Und natürlich, hallo Malos. Beleuchtung ist da, aber ich muss erst noch holen. So, wir gehen erstmal zum Bauernhof, würde ich sagen. Erstmal zum Bauernhof. Nach unserem Tier gucken, nach unserem Vieh. Looks like we made it here in one piece. Viel zu eng. Ja, das glaube ich aber nicht. Also, das hoffe ich nicht. Das wäre ein bisschen übertrieben. Ich mache jetzt mal nur Pferde rein. Ich würde es trotzdem feiern. Hallo Yasu. Hallihallo. Looks like we made it. So, rasten. Machen wir Erfahrungsboost. Let's go. whoa, that came out perfect. Ich hab da irgendwas reingemacht. Okay. Kommt jederzeit wieder. So, geht zu unterirdischen Docks westlich von Nice. Okay. Ey, ich bin so im Arsch, ey. Ich bin einfach froh, wenn Wochenende ist. Unterirdische Docks. Warte mal, ist das... Warte mal, was war hier? Hügellandschaft. Theoretisch müsste das ja dann hier irgendwo sein. Hat man einen Warp? Ja. Gehen wir mal dahin, gucken mal, was da ist. Ich denke, ob wir das Game für die PS5 holen sollen. Ja, warum nicht? Also, wenn man Tales of mag, hat das hier auf jeden Fall eine klare Empfehlung von mir. Gar nicht so unterzeichnen. Das ist ein tolles Game. Sehr, sehr toll. Macht richtig Laune. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich heute so... scheiße gepennt, scheiße wach geworden. Noch kein Kaffee. Termine. Alles Kacke heute. Na komm, recover. Im Angebot? Ja, dann auf jeden Fall zugreifen, warum nicht? Wenn sie schon im Angebot ist. Aber ich würde vielleicht die Deluxe Edition nehmen.
Hat nämlich den Vorteil, dass du mehr Kalt und mehr Erfahrung kriegst. Glaube ich. Oder Feier? Vielleicht kann Feier da was genaueres sagen. Ich hoffe, ich habe keine Rückkopplung. Habt ihr ein komisches Geräusch, wenn ich spreche? Also wie als wäre es eine Rückkopplung vom Game. Nee, oder? Hoffe nicht. Ultimate Edition, okay, musst halt gucken, was drin ist. Ultimate Edition weiß ich leider auch nicht. Ein bisschen Geld ausgeben. Das stimmt. Ich freue mich sehr auf Xenoblade. Bin richtig hyped drauf. So, gehen wir nach da hinten, gucken, wo Pudel sein Freund ist. Fast alles. Ja, aber was heißt denn fast alles? Aber in deinem Fall würde ich dann vielleicht wirklich zur Ultimate Edition greifen. Weil es dir dadurch auch noch leichter gemacht wird. Autsch. Nicht gut. $50. Okay. Also würde ich eher die 50-Euro-Version empfehlen. Also, Kostüm, Gehalt, extra Level, etc. Rote Kamille. Ich muss sagen, mir gefällt das Game richtig, richtig gut. Oh, Chat, ich glaube, ich mache mir um 6 Mal einen Kaffee. Ich werde nicht wach. Immer noch so müde. Ich glaube, so ein Kaffee wäre nicht verkehrt. So gern ich auch Nachtschicht mag, so gern mag ich aber auch eher Urlaub. Ich freue mich so sehr, wenn ich Mitte August 2 Wochen Urlaub habe. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Einfach 2 Wochen lang mal erholen. Tot. Oh. Pudel reagiert. Oh, wo? Ah. Oh mein Gott, der hat Flügel. Kleine Mini-Flügelchen. Süß. Ja, aber wie spreche ich ihn an? Hier? Nee, von da unten. Wie komme ich denn da hin? Hä? Oh nein. Autsch. Bin nix.
Lul. Let's go. Und tschüss. Zwischen Rimwell und Kizaru finde ich aber eigentlich auch ganz nice, wenn ich ehrlich bin. In ihrer Attacke. Wo muss ich denn mit dem reden? Ah, hier. Engelsflügel müssten 19 gewesen sein, oder? 21 sogar. In den Eulenwald. Da gehen wir nachher dann hin. Da gehen wir dann nachher hin. Ich bin echt genervt gewesen, weil krieg Freitag die Benachrichtigung, ihr Päckchen ist da. Denk cool. Haben nicht geklingelt, haben es vielleicht irgendwo hingestellt, gehe ich an den Briefkasten. Paket ist nicht da. Kann man bei der Filiale abholen. Ich will ja nicht sagen, ich war den Freitag daheim, aber ich war den Freitag daheim. Ich dann natürlich total abgefuckt wieder, wie ich halt so bin. Dann war das Problem, dass ich samstags nicht holen konnte, weil ich ja Nachtschicht hatte und dementsprechend schlafen musste und die Post nur von 9 bis halb 12 offen hatte. Und ich dementsprechend gesagt, nee, ich kann sowieso nicht aufstehen. Und zum Glück, weil ich bin am Montag dann zur Post, habe gesagt, hallo, schönen guten Tag, ich hätte gerne mal ein Paket. Dann sagte die, ja, die Pakete vom Wochenende, die kommen erst dienstags. Wie bitte? So abgefuckt gewesen, weil ich ja eigentlich gestern aufnehmen wollte. Ja. Ohne Licht kann ich momentan nicht aufnehmen, weil ich halt den Greenscreen nicht richtig beleuchten sonst kann. Im Nachhinein denke ich mir, lieber am Montag enttäuscht sein als am Samstag, weil am Samstag hätte dann passieren können, dass ich ausraste. Weil, stellt euch mal vor, ich bin um 7 Uhr zu Hause gewesen und ich wäre um 9 aufgestanden fürs Paket holen und hätte dann gesagt bekommen, mein Paket wäre nicht da. Ich glaube, das wäre bös geendet. Ich glaube, dann hätte jemand geweint und das bin nicht ich. Jetzt konnte ich es aber heute auch nicht holen. Das heißt, morgen kann ich es erst holen. Sprich, im Umkehrschluss, das neue LP kann ich erst am Freitag aufnehmen. Next Jrpg, was ich euch ja schon vorgestellt habe, oder was einige kennen, kann ich erst am Samstag aufnehmen. War ein schönes Wochenende. Dann Sonntag. Ich habe mich um 3 ins Bett gelegt. Nee, um 2:30, glaube ich sogar. Und lag bis 5 Uhr. Nee, warte mal, wann war das? Nee, warte mal, nevermind. Entschuldigung. Ich lag bis 2 Uhr im Bett und bis um 4:30 lag ich immer noch im Bett und habe kein Auge zugekriegt. Konnte nicht schlafen. Dementsprechend habe ich dann gesagt, gut, dann werde ich halt um 5 Uhr morgens schon streamen. Auch wenn es kacke ist für manche, weil sie halt nicht wach waren. Aber 4 Stunden schlafen und dann die Nacht arbeiten gehen, nee. Das muss nicht sein, man muss auch nicht übertreiben. Bin trotzdem sehr, sehr dankbar an alle, die den Morgen mit dabei waren. Da waren nämlich einige dabei. Aber diesen Sonntag ist safe ab 9 wieder. Ich werde Freitag wahrscheinlich gar nicht schlafen gehen. Vielleicht nur 1, 2 Stündchen. Dann den Abend noch ein bisschen streamen, auch wenn ich dann wahrscheinlich so hänge, weil ich todmüde bin. Aber dass ich dann vielleicht einfach schlafen kann. Weil ich ab nächste Woche wieder Frühschicht habe. Meine Motivation ist im Gesicht geschrieben, oder? Nicht wirklich. Aber das Spiel, was ich am Freitag aufnehme, was ihr ja dann am Samstag schon sehen könnt, ich glaube, das könnte ein richtig gutes Jrpg werden. Lasst euch am Samstag um 12 überraschen. Wenn alles klappt.
Das sind einige Sachen. Alleine das Bonusobjektpaket ist schon nicht verkehrt zu haben. Ich bin zwar kein Fan davon, aber es ist trotzdem nice to have. Aber in meinen Augen unnötig. Nicht unnötig zu haben, sondern unnötig sowas anzubieten. Aber das gibt es leider bei vielen Tales of Teilen. Was ich aber gemacht habe, die Alerts überarbeitet. Die Alerts ploppen jetzt alle im Chat auf. Nicht mehr mitten im Stream. Ich hoffe nur, dass der Resub-Alert jetzt mittlerweile funktioniert. Weil am Sonntag, nochmal danke an Lord Zorro, hat er nämlich ein paar gegiftet. Da gab es ein kleines Problemchen. Müsste aber jetzt gelöst sein. Hoffe ich. Vermute ich. Aber das Spiel ist toll, ich mag Dings. Tales of Arise total. Malos, du weißt Bescheid. Morgen kannst du gerne dann Bescheid geben, wenn das Game früher kommt. Tales, Xenoblade. Ich glaube, das wäre echt eine Katastrophe. Ich würde instant Tales of Arise auf leicht stellen und durchrocken. Instantly. Einfach damit wir bis zu Xenoblade fertig sind. You guys want to rest here? Einmal bitte ausruhen, danke. Ich werde natürlich Xenoblade nicht angucken, also den Stream, weil ich einfach nicht möchte. Wegen Spoiler. Mind if I join you, Law? Oh, hey, Alphen. What's up? Nothing. I was just surprised to see you weren't training for once. Got a stomachache or something? You know I don't literally train around the clock, right? I do take breaks. Do you? It seems like you're training every chance you get. Well, yeah, it can't be helped if I want to get stronger. Still, it's important to let your muscles rest every now and then. That's what my dad told me anyway. Zephyr said that? When I was a little kid, yeah. I would get so excited whenever he came home. I always followed him wherever he went and tried to learn as much from him as I could. He said, it's good to be passionate, but don't overdo it. Just like there are times when you want to take a break from studying, sometimes your body wants to take a break from training too. I was always rushing around and forgetting to rest, so he ended up telling me that a lot. That definitely sounds like him. It's nothing to get sad over. Still, I can't help but wonder if that was my dad's way of teaching me the dangers of rushing into things too quickly. Then again, maybe I'm just overthinking things. I wish I'd had more time to talk to him about this kind of stuff. Purple Sun, vielen, vielen Dank für dein Raid und schönen guten Tag an euch. Was gab's Feines? Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, neuer Raid Alert, habt ihr ja auch gerade gesehen. Ich finde das, ich weiß nicht, wie das ist. Findet ihr das angenehmer, wenn es im Chat eingeblendet wird? Oder sagt ihr, jo, ist mir eigentlich egal. Ich finde es halt besser, weil das Game nicht die ganze Zeit überdeckt. Bloodborne? Was machst du denn in Bloodborne? Was machst du denn da? Einfach so oder machst du irgendwas Besonderes? Wie das klingt, einfach so oder einfach was Besonderes? Irgendeine Challenge? Challenge? First Playthrough? PvP?
Deinen ersten Run, du kennst es noch nicht. Oh. Was war dein letzter Boss? A dead end? No, there's an elevator. Looks operational. Dann ganz, ganz viel Spaß. Oh, ich würde auch so gern Bloodborne nochmal neu erleben. Bloodborne wäre es, glaube ich, so der einzige Souls-Teil, den ich echt gern nochmal neu erleben würde. I can't believe there's Tolles actually Spiel. an underground harbor here. There are even boats docked. I only see Danins. Bloodborne If they 2 were wann? forced to work here, Nächstes Jahr, E3. Let's see what they have to share about Almadria. So wie alle 10 Jahre, so wie das jedes Jahr angekündigt wird. Insider haben erfahren, Bloodborne 2 soll kommen. Oder Bloodborne soll für PC kommen. Das ist auch noch so ein Insider. Ey, Bloodborne ist toll. Tolles Spiel. Tolle Bosse, tolles Gameplay, tolle Atmosphäre. Einfach, Bloodborne ist einfach eine 10 von 10. Ich liebe Bloodborne. Eine Frau in der Kathedrale. Irgendwann bei einem Randomizer in Elden Ring. Eine Frau in der Kathedrale. Ah, du meinst Maria wahrscheinlich. Oder? Doch, müsste Maria sein. Maria. Achso, Maria war ein Turm. Frau in der Kathedrale. Sorry, friend, but she just left. Came by with a whole posse of underlings, Ah. boarded her ship and took off at first. Amelia wahrscheinlich. We damn near got blown away. She was that much Aber in a Amelia hurry. ist keine Frau. Damn! So we missed her! You guys trying to go after her? Need a ride? Are you saying you know how to steer a ship? Spent Ja, most of doch. my life chained to the deck of some ship or other. Yeah, I know my jib from my boom. We don't know how dangerous it'll be. Better you give us the boat and stay on solid ground. Whoa there. You been out on the water before? The sea ain't nobody's friend, you know. You need a sea dog like me or you'll sink her before she makes it out the harbor. We're losing time. Sir, we're in your debt. Now that's more like it. Name's Mahavar. Just give me a holler when you're all set and we'll set sail. Das Klopapiermonster. Amelia ist das Klopapiermonster. Made by Divi. Bereit in den See zu stechen? Warte mal, gucken wir nochmal wegen Sidequests. Oder hat denn irgendeine Schuld, an der mich gepackt wurde? Und ich eine Tür aufmachen und ich weiß genau welche. Ich weiß genau welche. Kurz vor, Cleric Beast. Ich kenne leider die deutschen Begriffe nicht. Gibt's hier noch Sidequests? Nee. Wir haben, glaube ich, keine Sidequests mehr, oder? Nö. Sieht nicht so aus. Ach stimmt, wir wollten in den Eulenwald. Der Eulenwald. Aber das ist nicht dein erstes Mal Souls, oder? Gib mir Geschenke. Der Wald der Eulen. Richtig. Hallo, Kombozocker. Hallo. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen, dass die Kamera da ist. Rot-schwarze Wolfsweste. Das klingt interessant. Oh, aber nicht für Dings. Vielleicht für die anderen? Weste mit silbernem Wolf. Ah, das ist alles für ihn. Lol. Machen wir rot. Dann haben wir fast alle in rot. Fast. Ich sag ja extra fast. Oder alle müssen eine einheitliche Farbe sein, oder? Fürs Team. Erstmal für mich. Achso. Ich hoffe, dir geht's gut, Kombozocker. Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende. We've reached our Team destination. Rot, genau. Einen Charakter die ganze Zeit im Badeanzug rumlaufen lassen. Ich würde... Du hast bestimmt Lore im Badeanzug rumlaufen lassen. Dann haltet euch besser gut fest, denn es könnte ungemütlich werden. Oh ja, ungemütliche. Ich bin so müde. Ich werde nur um 6 erstmal schnell einen Kaffee machen.
Ey, so mit der Kamera ist auch deutlich angenehmer. Deutlich angenehmer. This is like a dream come true. Never gotten to captain a ship before. Never would have thought I'd get a chance like this. Thank you, y'all. The pleasure's all ours. Think we'll catch up to her? Of course we will. They got too much weight on them. Meanwhile, this ship's carrying nothing but us salty scalawags. They got a good head start on us, but we can take them. Do you know if there are any Dahnans on that ship? Couldn't say for sure. On the one hand, seeing as it's supposed to be something of another castle, I'd reckon they probably wouldn't let a bunch of Dahnans on board. On the other hand, I'd be real surprised if the Renans were able to pilot that thing all by themselves. In any case, it's gonna be a while before we reach her. Till then, you're all free to do whatever. Just don't fall in the ocean. Oh nein, das ist natürlich nicht gut. Scheiße, ich hoffe es nicht zu teuer, Kombo-Zocker. Und Nice Purple, geile Games. Look around inside the ship just in case, but I didn't find anything that looked like it might be suspicious. Thanks, I appreciate it. You know, it wasn't until I left Calaglia that I finally realized just how big the world is. When we tore down the wall in Calaglia, and I could finally see the horizon in the far-off distance, I had the exact same thought. Yeah, somehow the sea is different though. I'm not sure just how to put it. It's almost as if it just goes on forever. I bet my old man would have been blown away by this view. Yeah. Ever since he died, I've been thinking about what it was that he was really trying to say to me at the end. I keep going over his words again and again. And heck, maybe I'm just overthinking it all. But still, sometimes I wonder if it could have turned out differently. If there was something I could have done. But no matter how much I play it back, I'm still no closer to finding any answers. And then there's everything with Rinwell. I stopped her from killing Almadria, but was that really the right thing to do? Or did I just end up making things harder for her? I feel like such a screw-up. You're not the only one. I keep asking myself what Zephyr would have done had he been here. Like I think, how would Zephyr have handled Rinwell? Yeah, I think he definitely would have stopped her. No doubt about it. And that's exactly what you did, Law. I think he'd be really proud of you. Alphen. Zephyr's not the worst yardstick to measure ourselves against. Let's both do our best to make him proud. Sounds like a deal. Thanks, Alphen. Ah, das ist ja dann zumindest schon mal gut, wenn es nicht ganz so teuer ist. Kann's halt froh sein, dass es keine Hitze ist, weil das wird, glaube ich, noch mehr auf den Kopf dann schlagen. Aber gefühltes Bloodborne für mich Next Level. Verstehe ich zu 100%. Hold that pose long enough and someone might just come along and paint you. Any artist who'd see fit to paint me needs their eyes tested. What can you tell me about Almadria? Not as much as you'd probably wish. I only ended up crossing paths with her a handful of times, after I was chosen to be a lord on Lenegus. Ah, right. I almost forgot about Lenegus. How much do you think they know about what's been going on down here? It's safe to assume they know everything, though I know not why they choose to remain uninvolved. Perhaps they see what's been happening as just part of the ongoing crown contest. Even what Almadria did? Has it really reached the point where her actions are seen as normal? Not to my knowledge, no. At its core, the crown contest is a competition to see who can amass the most astral energy. And to amass such energy, slaves are needed to collect it from. It's therefore against the Lord's interest to kill them. So then why would Almadria do something like that? We must remember that time is running out in the crown contest. Perhaps her hand was forced, so to speak. It is a way to accrue astral energy faster and in larger quantities than through slave labor. Doing so kills off that labor force, obviously, but it is a means to an end nonetheless. No one could have foreseen that something like the Hollowing would arise back when the contest was first conceived. Is becoming the Sovereign of Rena really that important to the Lords? Of course. It's the greatest prize one can attain in their eyes.
In that respect, at least. I'm really not that surprised that Almeidrea resorted to what she did, as utterly despicable as it is. It's reassuring to hear you feel the same way I do. I worry that the only reason I never did anything similar in Menancia was due to my lack of ambition. If you didn't want to be reminded of your past, you could have just plugged your ears. You think too highly of me. I'm afraid I must respectfully disagree. I'm not nearly as virtuous of a person as you might wish to believe. If that's so, would you have been so shaken up when Kisara lost her brother? Why else would you turn your back on your own kind and choose to fight for Miguel's dream? Aren't we just Dahnans? A curious choice of words. Did what you see in Mahag Sar hit you that hard? What Deadheim did to that city, he didn't liberate anyone. Anyone who refused to follow him was an enemy in his eyes. 300 years of Renan rule taught him nothing. What I have come to understand is that the conflict extends beyond Dahnan versus Renan. There is an internal quarrel as well. I mean to bring about a true, lasting coexistence in Menancia. But there are more walls we must topple first. And you don't think you can pull it off? Well, you seem to think you can, at least. Does that make us enemies? Insofar as an exchange of swordplay, no, it doesn't. Not good enough for you? Are you really... Forgive me. I will continue to fight by your side a while longer. That much I have decided. Das Game ist toll. Und macht das Purple. Badeanzug geben. Schließlich geht das ja nicht. Anders auf einer Kreuz. Ja, das stimmt. Das stimmt. Leider habe ich das DLC nicht. Ich glaube, das ist das True Reflection DLC dann, gell? It keeps moving. How can you stand it? How can you even stand? I'm not the best person to ask about discomfort. I can't feel pain, remember? I still can't believe what happened in Niez. Even now. As a lord, my expectations for Almeidrea were already pretty low. But the way she treated human lives like they're mere playthings. Yeah. And it wasn't as if the situation in Niez was improving much to begin with. You mean Deadheim? The whole reason I started fighting back was because of my anger at the atrocities of Renan rule. Back then, all I had to worry about was fighting the Renans for the sake of the Dahnans. But then I met Shion and the people of Menancia, and things became a lot more complicated. It's even messier now that we have to worry about Dahnans like Deadheim. It used to be that the Dahnans were the ones in the right, and the Renans were the ones in the wrong. Though, maybe that was just a biased perspective from being on the side of the oppressed. Exactly. I'll never tolerate the Renans ruling over us. But nothing ever ends up being as black and white as you'd expect it to be either. That's clear to me now. That said, even putting aside bad apples like Deadheim for a moment, you may be able to free the Dahnan people, but that won't undo 300 years of oppression. It'll be hard for them to not give in to their resentment. I think maybe that's why I clung to our dream so hard back in Menancia. Even if his motivations weren't pure, Dohalim has a good heart. He didn't sink to the depths Almeidrea did. You don't understand. I'm saying that it goes deeper than that. This hierarchy we live in, it's not solely something the Renans invented. I remember a story Rinwell once told me. She said before the Renans invaded, we Dahnans had our own class system. We are the ones who divided ourselves. I saw it in Deadheim's eyes. He wanted to rule over others. To hear Bayfon tell it, Deadheim wasn't always that way. But as time went on, and he and the Darkwings fought the Renans, he eventually changed. I guess what I'm getting at is, if we defeat the Renans but just go back to the way things were before, was there even any point in fighting? But that world isn't the one you want to create, right? Maybe not. But to tell you the truth, these days I'm not so sure that dream is even possible. You have your promise to Miguel, though. Your home and the people of Menancia are depending on you. I know. My brother.
He truly believed in his dream of coexistence. And I suppose, even now, many people still do. And then, there's you. Who, me? You and Xion. I'm not sure I follow. Okay, then let me spell it out for you. How many other Renins and Dahnans do you know that get on as spectacularly as the two of you? I don't know that I'd say spectacularly. Well, I suppose it's really all a matter of how you look at it, isn't it? I really don't see what you're getting. I think I'm getting seasick again. Sorry. Can you just give me a wide berth for a few minutes? Ah, lol. Ich finde das cool gemacht. Ich bin so müde, es gibt's doch nicht. Ich muss mir definitiv einen Kaffee gleich machen. Definitiv. Do you think Law is okay? If you're worried, why don't you ask him yourself? Yeah. I think maybe I should apologize to him too. I should apologize to all of you, really. Us too? Well, I was kinda lying to you all this whole time. I was blind to everything except my own revenge. I never even considered the struggles all of you might be facing. We all have things we'd prefer to keep to ourselves, Rinwell. So what if you had something to hide? It doesn't undo the good that you've done, or the people that you've helped save along the way. But that's not what I mean. I know. You're talking about Almadria, right? Yeah. I hate her, Alphen. I can't stop hating her. Even just thinking about her makes my head feel like it's going to explode. But it's not just her. I think about the way Law looked at me. I hated the Lord who killed my parents. And I hated the Renins I had to travel alongside. And yet, Cislodius Dahnans backstab each other like it's a normal way of life. And Mahag Sar has people like Deadheim. But then there are people like Law and Xion. It's all just too much. I don't know what to think anymore. Law never said that you had to forgive Almadria. It's only natural you would hate your family's murderer. But But what? Law left home because of how much he hated his father. As a result of that, well, I think Law spent a lot of time thinking about how they never got to make things right. And if I had to guess, killing Ganabel didn't make any of those feelings go away. Law let revenge fuel him, and I think now he's afraid you'll do something you'll regret. Afraid? Whatever happens to Almadria when this is all over is up to you. I'll respect whatever choice you make. Just think it over carefully for me, okay? You still have time. Okay. Thanks, Alphen. Say, back then, after the fight, I think I really made Xion mad. I don't know, though. Maybe it just looked that way. But I guess I just can't seem to understand how she feels. Do you know why she gets like that? Xion's... She can be a tough nut to crack. She doesn't really talk a whole lot about herself. It's just what she said about hate being a source of strength. Where did that come from? I wonder how it feels, not being able to hold another person's hand.
Oh, ich denke, ich lasse die Cam heute mal aus. Ich bin so müde. Ich glaube, ich lasse die Cam einfach heute echt mal aus. Ich bin so müde. Ich würde aber sagen, komm, ich lasse kurz an. Gehen wir erstmal schnell einen kurzen Kaffee holen. Gehen uns